Hello and welcome to George's YouTube channel. Vielen ALS-Patientinnen und Patienten wird es so ähnlich gehen wie mir vor 7 Jahren. Nach der Diagnose, die in einer Klinik erfolgt, wird man ohne Perspektive nach Hause entlassen. Aus Mangel an medizinischen Möglichkeiten ist das auch verständlich. Patienten, die in der Nähe einer spezialisierten ALS-Ambulanz wohnen, können dort auf mehr Erfahrung in der Beratung, Betreuung und der Versorgung zurückgreifen. Aber in jedem Fall muss man sich die Vision, wie man mit der Krankheit leben will und wie man damit leben kann, immer selber erschaffen. Damit beginnt man am besten ab dem 2. Tag nach der Diagnose, denn ab Tag 1 wäre unrealistisch. Ich würde mich freuen, wenn mein zweiteiliger Rückblick auf 7 Jahre Leben mit ALS anderen dabei behilflich ist, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Um meinen Bericht etwas lebendiger zu gestalten, habe ich ihn in Form eines Interviews aufgenommen, wobei die Fragen eine AI-generierte Assistentin stellt. Meine Antworten habe ich diesmal nicht von meinem Sprachcomputer aufgenommen. Der Einfachheit halber habe ich den Text direkt in Sprache umgewandelt und mit Einblendungen und mit Bildern von mir untermalt. Wir sehen uns am Ende des Videos mit einem Fazit wieder. Bis bald. Wie würdest du deine Krankheit erklären? Die amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS genannt, ist eine unheilbare Nervenkrankheit. Gezielt werden jene Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark lahmgelegt, die die Muskeln steuern. So bekommen die Muskeln keine Signale mehr. Die Folge ist Muskelschwäche, Muskelschwund und im fortgeschrittenen Stadium verkümmern die Muskeln völlig. Abhängig davon, welche Teile des Körpers zuerst betroffen sind und von der Geschwindigkeit der Ausbreitung auf den ganzen Körper, gibt es verschiedene Varianten der ALS. Da die Ursache meist nicht bekannt ist, spricht man in der Medizin generell von der spontanen ALS. Aber bei ca. 10% der Patienten spielen verschiedene Gene eine Rolle. Diese werden genetische Varianten genannt. Es sind 4 große Funktionen des Körpers betroffen. Man kann sich nicht mehr bewegen, nicht mehr atmen, nicht schlucken und sprechen. Aber viele andere Körperfunktionen werden auch durch Muskeln gesteuert, die unter diesem massiven Abbau leiden. Nicht betroffen sind zum Beispiel der Herzmuskel sowie die Augenbewegung. Die Lebenserwartung wird im Allgemeinen mit 3 bis 5 Jahren angegeben. Wie sind die Eckdaten zu deiner ALS-Erkrankung? Und wie würdest du die Herausforderungen einer fortgeschrittenen Erkrankung in kurzen Worten beschreiben? Die Diagnose erfolgte im Oktober 2017. Damals war ich gerade einmal 48 Jahre alt geworden und stand mitten im Leben. Ich bin also mittlerweile seit 7 Jahren Patient. Hallo liebe Freunde. In kurzen Worten möchte ich die Herausforderungen so beschreiben. Wenn ich sage, dass es schwer ist, dann ist das leicht untertrieben. Aber ich möchte nicht jammern, sondern leben. Wie hat alles angefangen? Die ersten Symptome waren irgendwie deutlich und dennoch schwer greifbar. Bei mir hat es in Mund und Rachen begonnen. Diese Form der ALS heißt bulbäre Variante. Ich habe mich beim Essen sehr oft in Zunge und Wangen gebissen. Beim Trinken leicht verschluckt. Ich habe gemerkt, ich muss mich beim Essen richtig konzentrieren. Auch war meine Stimme nicht mehr so klar wie früher.
Ganz besonders ist mir das beim lauten Singen aufgefallen. Ich dachte mir, na ja, ich werde eben auch nicht jünger. Es wurde aber innerhalb weniger Monate schlimmer. Und dann habe ich gemerkt, dass die Kraft im Allgemeinen nachlässt. Mein Eindruck war, irgendwas Geheimnisvolles passiert mit meinem Körper, aber der Körper kann sich selbst nicht helfen. Dann ging alles ziemlich schnell. Man muss sich das vorstellen, im September war ich im Urlaub noch am Berg und im Oktober war ich schwer krank. Die ersten Arztbesuche blieben ohne Befund. Dann hat mir eine Ärztin den Rat gegeben, ein MRT von Kopf- und Halswirbelsäule machen zu lassen und damit einen Neurologen aufzusuchen. Der Neurologe hat es zwar vermieden, eine Diagnose abzugeben, aber das, was er unterschwellig gesagt hat und dass die Beschwerden 2 Wochen lang in einer Klinik untersucht werden müssen, in dem Moment habe ich gewusst, mein Leben wird nie wieder so sein, wie es war. Das war sehr ernüchternd. Und wie war dann die Diagnoseerstellung? Bei der spontanen ALS gibt es, Stand Ende 2024, keinen messbaren Wert oder Biomarker, der die Krankheit nachweist. In der Klinik wurden also viele Untersuchungen gemacht, um andere Ursachen für meine Beschwerden auszuschließen. Wie zum Beispiel ein Kopftumor oder andere neurologische Störungen. Wichtig war dann auch ein Muskeltest, die sogenannte Elektromyographie, kurz EMG, bei der die Muskelspannung gemessen wird. Bei der ALS entwickeln erkrankte Muskeln ein bestimmtes Muster an Eigenleben. Aber auch das ist kein Nachweis für die Krankheit, weil diese Muskelzuckungen, Faszikulationen genannt, auch andere Ursachen haben können. Am Ende dieser 2 Wochen im Krankenhaus sagte mir die Ärztin, dass ich zu 95% ALS habe. Es stand also so gut wie fest. Ich wusste ein bisschen über die Krankheit Bescheid und war mir sicher, dass die Diagnose stimmt. Welche Phasen im Krankheitsverlauf hast du bei dir beobachtet? Ich würde 4 grobe Unterteilungen vornehmen, die ineinander greifen. Die erste Phase, wie soeben beschrieben, war die Diagnose. Ich habe versucht, diesen Schock so gut und so rasch wie möglich zu verarbeiten. In Erwartung dessen, was da auf uns zukommt, mussten meine liebe Frau und ich unser ganzes Leben umkrempeln. Inklusive Wohnortwechsel in die Nähe meiner Familie, in eine pflegegerechte Wohnung. Zur zweiten Phase gehört, dass man gezwungen ist, mehr oder weniger passiv abzuwarten, wie und vor allem wie schnell sich die Krankheit ausbreitet. Wie bei den meisten Patienten ging es auch bei mir ziemlich rasch. Innerhalb eines Dreivierteljahres, nach der Diagnose, konnte ich nicht mehr schlucken, nicht sprechen und nicht mehr ausreichend atmen. Beine und Arme waren noch kräftiger. Im Internet gibt es so manche Erfahrungsberichte, die einräumen, dass sie zu dieser Zeit Wunderheiler oder Schamanen aufgesucht haben, in der verzweifelten Hoffnung, dass irgendwas hilft. Viele sagen, dass sie das nachträglich bereuen. Es hat nicht geholfen, außerdem viel Zeit, Kraft und Geld gekostet und sie waren letztlich nur noch mehr enttäuscht. Ich wäre fast auf einen Kräutermischer in Afrika hereingefallen. Ich habe mich dann mit einer Patientin in Schweden in Verbindung gesetzt, die bei ihm bestellt hat. Sie wurde betrogen und war sehr enttäuscht. Traurig, dass Menschen die Verzweiflung von kranken Menschen schamlos ausnutzen. Natürlich war ich in dieser Phase nicht völlig passiv. Ich habe mich über die Krankheit gut informiert. Ich habe gerne Zeit mit meiner Frau verbracht, damit sie sich gut in meiner Heimat eingewöhnen kann. Wir haben nochmal Urlaub gemacht. Ich habe versucht, mir meine Kraft gut einzuteilen und mich positiv beschäftigt zu halten. Das hat mich auf die nächste schwierige Phase vorbereitet. Der nächste Abschnitt beinhaltet, zu entscheiden, welche lebensverlängernden Maßnahmen ich wünsche und wann der beste Zeitpunkt dafür ist. Die Entscheidung zur Magensonde, auch PEG-Sonde genannt, ist mir leicht gefallen. Damals war ich noch mobil, aber essen und trinken musste ich. Mit der Magensonde sollte man sich nicht so lange Zeit lassen, bis man gar nicht mehr schlucken kann und stark an Gewicht verliert.
Besser ist es, wenn man zu Beginn noch kleine Portionen über den Mund zu sich nimmt und zusätzlich mit der Sondnahrung beginnt. Außerdem ist es wichtig, genügend Wasser durch die Sonde zuzuführen, denn Trinken fällt als erstes schwer. Da ich ausschließlich Sondnahrung nicht vertrage, sondieren wir auch selbstgekochte Speisen. Dies geschieht allerdings entgegen der Empfehlung der Hersteller der PEG-Sonde, weil die Gefahr besteht, dass die Sonde verstopft. Dem beugen wir durch feines Pürieren, zu einem dünnflüssigen Speisebrei, vor. Ohne diese Maßnahme wäre ich schon längst abgemagert. Der nächste große Schritt war die Frage, Luftröhrenschnitt, ja oder nein? Dafür habe ich mir fast zu lange Zeit gelassen. Ich musste schon über 2 Jahre lang, rund um die Uhr, mit Hilfe von Maskenbeatmung maschinell beatmet werden, bis es nicht mehr ging. Weil ich aber so lange die Maske im Gesicht hatte, ist meine Gesichtsmuskulatur zusätzlich erschlafft. Durch den Luftröhrenschnitt ist die Beatmung gesichert und wesentlich angenehmer als mit der Maske im Gesicht. Invasive Beatmung mittels Tracheostoma fühlt sich für mich natürlich, schonend und sicher an. Diese Entscheidung ist mir zuerst nicht so leicht gefallen. Und in der 4. Phase befinde ich mich derzeit. Ich habe mich mit den Einschränkungen durch die ALS etwas besser abgefunden. In der Betreuung und Pflege ist eine gewisse Routine und Ruhe eingekehrt. Meine liebe Frau und ich versuchen, uns wieder mehr auf andere Dinge zu konzentrieren. Wie beurteilst du rückblickend diese verschiedenen Abschnitte der Krankheit? Das ist eine sehr wichtige Frage. In den ersten Jahren, wo der Körper stark und rasch abgebaut hat, hatte ich viele Sorgen zu verarbeiten. Eine Körperfunktion nach der anderen wurde schwächer oder ging verloren. Aber über allem schwebte immer der Gedanke: Wie wird es werden, wenn ich gar nichts mehr machen kann? Wie soll das gehen? Wie sollten meine liebe Frau und ich das verkraften? Das war die größte Sorge. Wir hatten verschiedene Strategien, um damit umzugehen. Zum Beispiel haben wir, abgesehen von notwendigen Planungen, immer nur für den jeweiligen Tag gelebt. Das hat manche Sorgen reduziert. Rückblickend ist es jedoch so, dass eindeutig die ersten 3 Phasen im Fortschreiten der Krankheit die schwierigsten, unruhigsten und sorgenvollsten waren. Bildlich gesprochen war das eine schier endlose Zeit des Abschiednehmens von mir selbst. Aber ausgerechnet im jetzigen, fortgeschrittenen Stadium der Krankheit, vor dem ich immer Angst hatte, habe ich wieder zu mir selbst gefunden. Diese Erfahrung kann vielleicht anderen Patienten, die am Beginn der mühsamen Reise sind, helfen und Zuversicht vermitteln. Das könnte anderen Patienten wirklich Mut machen. Welche Medikation oder andere medizinische Behandlungen bekommst du? In der Europäischen Union ist für die spontane ALS nur ein einziges Medikament zugelassen. Rein statistisch erhöht es die Lebenserwartung um 2 bis 3 Monate. Der zu erwartende Effekt ist also überschaubar. Gleichzeitig hat diese Tablette das Potenzial, die Leber zu schädigen. Bei mir sind die Leberwerte bedrohlich angestiegen. In Absprache mit den Ärzten nehme ich dieses Medikament also nicht. Anders verhält es sich bei genetischen Varianten der ALS. Diese Form betrifft etwa 10% aller ALS-Patienten. Auf diesem Gebiet gibt es seit kurzem vielversprechende Behandlungsansätze. Deshalb sollte bei jedem Patienten dieser Gentest gemacht werden. Wichtig ist zu wissen, eine genetische Variante kann man auch dann haben, obwohl es keinen familiären Hintergrund gibt. Ich habe diese Variante nicht. Sehr wichtig ist eine Physiotherapiestunde in der Woche. Das beugt Problemen und Schmerzen bei Gelenken, Bändern und Sehnen vor. Ich bleibe beweglich, ohne dass ich mich selber bewegen kann. Ich freue mich jede Woche auf diese Therapie.
Und im weitesten Sinne sind die lebensverlängernden Maßnahmen, wie Magensonde und maschinelle Beatmung, auch eine Form von medizinischer Versorgung. Wie mobil bist du? Ich meine, kannst du mit Hilfe eines Rollstuhls nach draußen? Das ist mir leider nicht möglich. Speziell mein Oberkörper ist so instabil, dass Aufrechtsitzen nicht geht. Wenn ich also in den Rollstuhl gehoben werde, dann muss ich eine halbliegende Position einnehmen. So kann ich für 2 Stunden auf den Balkon hinaus. Übrigens, vom Balkon aus habe ich einen schönen Ausblick auf die Salzburger Berge. Aber wegen der Beatmung ist der Bewegungsradius sehr begrenzt. Die allermeiste Zeit verbringe ich in meinem Pflegebett, das in der Wohnküche steht. Außer Haus komme ich nur noch mit der Rettung, wenn ich ins Krankenhaus muss. Das gleicht dann jedes Mal einer kleinen Weltreise. Ist die Krankheit schmerzhaft? An und für sich nicht. Den Ausfall der motorischen Nervenzellen bemerkt man nur an den Reaktionen an der Muskulatur. Muskeln zittern und verkrampfen. Was aber Probleme und Schmerzen verursachen kann, sind gewisse Begleiterscheinungen. Zum Beispiel durch das ständige Liegen. Weil die Muskulatur als Puffer zwischen Haut und Knochen fehlt, ist die Haut empfindlicher. Es ist sehr wichtig, wie ich gebettet und gelegt werde. Zudem habe ich eine spezielle Matratze, die automatisch eine leichte Seitenlage bewirkt, indem sie sich abwechselnd links und rechts aufbläst. Damit kann ich meistens die ganze Nacht problemlos am Rücken liegen. Schmerzen sind also nicht das große Problem. Damit kommen wir zur letzten Frage des ersten Teils des Interviews. Du sagtest, du hast dich umfassend über die Krankheit informiert. Gab es dennoch Überraschungen? Bei dieser Frage muss ich schmunzeln. Die ALS steckt voller Überraschungen, und es ist nicht bei jedem Patienten gleich. Ich war zum Beispiel überrascht, dass sich dieser muskuläre Abbau so massiv auf den gesamten Organismus auswirkt. Es ist nicht nur so, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Der gesamte Organismus muss sich sehr anstrengen. Oder, dass auch Bereiche betroffen sind, die an und für sich mit der Krankheit nichts zu tun haben sollten. Wie etwa das Hören. Der Grund dafür dürfte sein, dass die Verbindung vom Rachen ins Mittelohr, die sogenannte Tube, auch ein Muskel ist. Wenn dieser kleine Muskel nicht mehr richtig funktioniert, wird das Mittelohr nicht ordentlich belüftet. Druckausgleich kann ich ohne Eigenatmung auch nicht machen. Die Folge ist, das Mittelohr füllt sich mit Flüssigkeit, ich höre schlechter und habe Tinnitus. Bisher ist hauptsächlich das linke Ohr betroffen. Bemerkenswert finde ich, viele Muskeln werden nicht nur durch bewusste Reize, die vom Gehirn kommen, angeregt, sondern auch durch Reflexe. Manche Reflexe funktionieren noch schwach bei mir. So zum Beispiel Gähnen und das Lächeln. Auf Bestellung lächeln kann ich schon lange nicht mehr. Aber wenn ich etwas als lustig empfinde, oder wenn ich fröhlich bin, ziehen sich die Mundwinkel ganz von alleine hoch. Also ja, definitiv, Überraschungen gab es viele. Als Einstieg gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Georg, was hat dir geholfen, den Kampf mit der Krankheit ALS aufzunehmen? Mit dieser Frage setzt der zweite Teil des Interviews fort. Welches Fazit würde ich rückblickend für die erste Zeit ziehen, nachdem die Diagnose eindeutig feststeht? Den Schock der Diagnose so gut wie möglich verarbeiten, indem man die Diagnose akzeptiert, sich über die Krankheit informiert und Kraft aus dem persönlichen Umfeld schöpft. Im Falle einer genetischen Variante der ALS sich gleich um die neuen Behandlungsmöglichkeiten bemühen. Da diese noch wenig bekannt sind, mag es nötig sein, eine Spezialklinik aufzusuchen. Für die regelmäßige ärztliche Betreuung empfiehlt es sich jedoch,
wenn der Arzt und das Krankenhaus in der Nähe liegen. Je nach Geschwindigkeit im Fortschreiten der Krankheit praktische Maßnahmen einleiten, die dem momentanen Hilfebedarf gerecht werden. Bei wundersamen Heilversprechen sollte man Vorsicht walten lassen. Eine spezifische Patientenverfügung mag nützlich sein, hat aber keine besondere Eile. Auch wenn die Kraft weniger wird, unbedingt das machen, was noch möglich ist, ohne sich zu überanstrengen. Die Zeit und Möglichkeiten, die man hat, besonders bewusst genießen, soll heißen, sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, den Wind auf der Haut spüren, den Regen als erfrischend wahrnehmen und bei all dem möglichst nicht zu viele Gedanken machen. Sich nicht nur auf sich und auf die Krankheit konzentrieren, sondern die Bedürfnisse und Sorgen der eigenen Familie wahrnehmen. So schöpft man Kraft für das, was möglicherweise noch kommt. Diese Hinweise mögen banal klingen. Sie helfen jedoch, angesichts von erdrückenden Sorgen, klar zu denken, sich nicht aufzugeben, um einen Schritt nach dem anderen machen zu können. Und es hilft, Vertrauen in sich selbst zu fassen, dass man künftige Herausforderungen meistern kann. So nach dem Motto: Wenn ich schon nicht mehr gehen kann, muss ich erst recht einen Schritt nach dem anderen machen. Im zweiten Teil des Interviews wird es um längerfristige Perspektiven gehen, um gute Voraussetzungen für die Pflege und um meine Motivation, warum ich den Kampf auf mich nehme. Zu meiner eigenen Überraschung wurde nicht alles immer nur schlechter. Manchmal wurde etwas auch wieder leichter. Ich freue mich, dich zum zweiten Teil begrüßen zu dürfen. Lieben Dank fürs Dabeisein. You are my